Hallo und willkommen. Wir sind hier im Autohaus Konrad Schmidt, Schwesterbetrieb SMS Engineering, und wir werden uns heute mal dem Projekt A59 widmen. Das Projekt ist ja 1992, 91 bei uns im Hause entstanden, und dazu werden wir heute ein bisschen was sagen. Zuerst einmal müssen wir nämlich die Batterie anklemmen. Und dazu bleibt der Deckel nicht mehr offen. Ja gut, wir haben hier natürlich zwei Sachen. Das ist einmal ein Feuerlöscher, der speziell für den Motorraum gedacht ist, wenn Kraftstoffleitungen reißen, dass wir da sofort zur Stelle sind, weil das ist schließlich ein Prototyp, also so ein einmaliges Fahrzeug, und da ist natürlich wichtig, dass an dem Auto nichts passiert. Und als zweites haben wir hier im Kofferraum einen Wassertank für die Wasseranspritzung des Ladeluftkühlers. Also um einen besseren Wirkungsgrad des Ladeluftkühlers zu erreichen, wird der Ladeluftkühler bei einer bestimmten Lufttemperatur, also Ansauglusttemperatur, zusätzlich mit Wasser angespritzt, um den Wirkungsgrad des Kühlers zu verbessern. So, wir stehen jetzt auf unserer Dialogannahme und wollen jetzt das Auto mal so grundsätzlich von der Technik betrachten. Als Vorabinformation, warum heißt der A59 A59? Das war damals, als wir den Auftrag von Volkswagen, also die Schmidt Motorsport SMS, den Auftrag von VW bekommen hat, hat jedes größere Projekt in unserem Hause einen Projektnamen, bestehend aus einem Buchstaben und einer Zahl. Und als wir diesen Auftrag bekommen haben, war halt gerade A59 an der Reihe, und deshalb heißt der A59 einfach A59. Das Herzstück des A59 ist ein vollkommen neu entwickelter Vierzylinder 2 Liter Turbomotor. Mit einem sogenannten Schaltsaugrohr, das heißt, bei der Drosselklappenstellung gibt es einmal einen langen Weg für die Frischluft und einmal einen kurzen Weg. Also das ist das sogenannte Schaltsaugrohr. Hier hinten ist der Turbolader, ein KKK-Turbolader mit einem Bypassventil, und wir sind an den Ladedruck von bis zu 2,5 Bar gefahren. Neben dem ganz neu entwickelten 2 Liter 16V-Motor haben wir auch einen komplett neuen Antriebsstrang entwickelt, also nicht den klassischen Synchroantrieb, sondern ein Sechsganggetriebe mit einem Mitteldifferential und jeweils einer Sperre in der Vorderachse und in der Hinterachse. Von der Karosserie her kann man noch sagen, wir haben die Federwege verlängert, damit wir im Rallyebetrieb längere Stoßdämpferwege einbauen können. Das sieht man dann auch hier wieder in der Haube. In der Haube sind auch Öffnungen, also Vertiefungen, die sich hier wieder spiegeln, damit wir den größeren Bauraum auch unter der Haube unterbringen können. Im Innenraum gibt es spezielle Recaro-Schalensitze. Und was wir damals schon entwickelt hatten mit der Firma Bosch zusammen, ist ein elektronisches Display. Das heißt, sämtliche Angaben für den Fahrer, also vom Armaturenbrett, werden über ein elektronisches Display eingeblendet. Im Hintergrund läuft ein Programm, das sämtliche Werte abgleicht. Da kann man dann Soll-Ist-Werte einstellen.
Und wenn ein Wert aus dem Soll-Ist-Bereich rausläuft, dann wird das automatisch vorgeblendet. Walter Röhrl ist auch mit dem Fahrzeug auf dem Nürburgring gefahren und hat die Fahrdynamik von dem Auto als extrem sportlich und wettbewerbstauglich eingestuft. Die Leistung von dem Fahrzeug ist wäre für die Serie 275 PS geworden. Und im Wettbewerb wird es entsprechend mehr. Und im Wettbewerb war damals ein Restriktor für den Turbolader gefordert, der dann die Leistung auf 300 PS begrenzen sollte. Also wir haben hier einmal zum Motor ein Ölreservoir, also eine Ölwanne, weil in dem Rallye-Sport damals war eine Trockenumschmierung verboten. Also man musste einen Ölhaushalt über die ganz normale Umlaufschmierung sicherstellen. Zum Motor haben wir noch einen Doppelkatalysator und eine doppelflutige Auspuffanlage, die halt in einen Endschalldämpfer mündet. Hier ist noch eine interessante Raffinesse, also diese Schaufel versinkt vor dem Ladeluftkühler, nimmt Luft vom Ladeluftkühler weg und bläst sie direkt auf das Bypassventil, also über diesen Kanal bläst sie direkt auf das Bypassventil, das dadurch gekühlt wird und eine bessere Funktion sicherstellt. Ist dafür ausgelegt worden, eben mit hohem Ladedruck fahren zu können, was auch wiederum wichtig ist für den Restriktor. Der hohe Ladedruck stellt dann sicher, dass ich im unteren Drehzahlbereich ein hohes Drehmoment erzeugen kann, weil ich durch den hohen Ladedruck natürlich eine ganz andere Leistungsentfaltung habe. Und der Motor ist auch so konstruiert, die Zylinderkopfschrauben und die Hauptlagerschrauben sind sogenannte Zuganker, das heißt, es sind durchgehende Schrauben, die man entsprechend vorspannen kann, um auch hier eben eine sehr hohe Festigkeit zu haben und um dadurch auch wieder sicherstellen zu können, dass die Zylinderkopfdichtung bei den hohen Drücken halt keinen Schaden erleidet.